deinen Helden. Bin schon da, Skeletor. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ein Freund von mir hatte sich vor einigen Tagen die deutsche Masters of the Universe Battleground Box gekauft und uns machte die erste Partie so viel Spaß, dass ich direkt Lust bekam, sein Gelände zu bemalen. Und zwar so ähnlich wie auf der Verpackung, aber auch comicartig wie in den Animationsserien und mit dem ein oder anderen neuen Kniff für euch. Los geht's! Das Gelände ist übrigens aus richtig festem Kunststoff, der deutlich härter und massiver als das GW-Plastik ist. Nach dem Grundieren mit Corax White werden als erstes die Mauern bemalt. Dazu nehme ich ein neutrales und mittelhelles Grau. Anschließend möchte ich die Fugen und Vertiefungen betonen, um später einen möglichst hohen Kontrast zu den Highlights auf den Kanten und entsprechend einen comicartigen Look zu haben. Daher trage ich auf alle Mauern einen schwarzen Wash auf, genauer gesagt Noon Oil von Games Workshop. Da der Wash aber natürlich an den Mauern herunterlaufen würde, werden die Wände in 2 Durchgängen bemalt und zum Trocknen flach gelagert. Ist dann alles getrocknet, geht's ans Definieren des Lichteinfalls. Dafür bürste ich die Mauern mit einem hellen Grau trocken. Und zwar vorwiegend von oben nach unten, also von wo aus das Licht aufs Gelände fällt. Weiter geht's mit einem reinen Weiß, um die Kanten vorsichtig und immer weiter aufzuhellen. Damit ist das Grundgerüst für die weitere Bemalung auch schon fertig. Nun kommt eine Kontrastfarbe oder eine andere lasierende Farbe eurer Wahl zum Einsatz. Wollt ihr nah an der offiziellen Bemalung bleiben, empfehle ich euch Athematic Blue oder das etwas dunklere Terradon Turquoise. Meine Übersicht aller Kontrastfarben habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich nehme das kräftige Terradon Turquoise und verdünne es zu etwa 50% mit dem Contrast Medium, um lediglich die Deckkraft, aber nicht die Eigenschaften der Farbe zu ändern. Damit werden dann alle Mauern dünn bemalt. Und siehe da, durch die vorherige Schwarz-Weiß-Malerei hattet ihr ja bereits Lichter und Schatten perfekt auf eurem Gelände definiert. Die dünn aufgetragene Contrastfarbe legt sich somit nur wie quasi ein Filter über eure vorherige Bemalung. Aber natürlich könnt ihr auf die Mauern auch ganz klassisch eine dunkle Grundfarbe auftragen und alles dann in 2 bis 3 Stufen trockenbürsten. Ich wollte euch nur mal zeigen, was noch so geht. Wem die Bemalung dann zu dunkel ist, der braucht nur etwas Weiß in die Kontrastfarbe mischen, um damit die Kanten noch ein wenig trocken zu bürsten, um so den Kontrast wieder zu erhöhen. Und weiter geht's. Es folgt ein Erdbraun für die Steine und kleinen Felsen. Und dann ein Siennabraun für den Boden, damit die Geländestücke farblich optimal zum Spielfeld passen. Tragt am besten jeweils 2 dünne Schichten auf, damit die Farben gut decken. Es folgt ein brauner Wash, um so die wenigen Vertiefungen auf Boden und Steinen herauszuarbeiten. Ist alles getrocknet, wird das Siennabraun zu 50% mit einem hellen Sandton aufgehellt, um Boden und Steine trocken zu bürsten. Mit dem reinen Sandton werden dann letzte Highlights gesetzt. Damit wäre die wesentliche Bemalung auch schon abgeschlossen, es fehlen nur noch die Details. Wer die mit Kontrastfarben bemalen möchte, muss die Bereiche allerdings zuerst wieder mit hellgrau oder weiß grundieren. Das sieht jetzt aufwendiger aus als es ist, denn das Weiß muss wirklich nicht haargenau und sauber aufgemalt werden, denn in die Vertiefungen laufen dann ja eh noch die Kontrastfarben. Nehmt ansonsten einfach die Farben, die euch gefallen, oder orientiert euch am Artwork des Spiels. Mal abgesehen von den vielen Trocknungszeiten geht die Bemalung des Battleground-Geländes echt schnell von der Hand. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Partie, denn die Geländestücke wären ja schon mal spielbereit. Bei der Macht von Grayskull! Jetzt muss besagter Freund, dem das Spiel gehört, nur noch die 10 Modelle in Farbe tauchen. Also Micha, leg los! Einen unterhaltsamen Spielbericht zu Masters of the Universe Battleground von Bier und Brezel Tabletop habe ich euch übrigens oben verlinkt. In der Videobeschreibung findet ihr zudem weitere Infos und Bestellmöglichkeiten. Viel Spaß beim Nachmalen. Aber das wird dir niemals gelingen, Skeletor. Und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.